Ein herzliches Willkommen hier auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha. Heute geht es um die lang ersehnte Sony A7000, hätte ich fast gesagt, A6700. Und ich verrate in diesem Video alle Vor- und Nachteile und sag, wie schlecht sie wirklich ist. Viel Spaß! Ja, schön, dass du mit an Bord bist. Was ist das heute für ein Video? Ich muss so ein bisschen mich entschuldigen. Ich habe die Kamera heute, wir haben Donnerstag, erst gestern bekommen. Sie ist jetzt lieferbar und jeder von euch kann sie sich zulegen. Und bei meinen Kollegen ist die Kamera ja relativ schlecht weggekommen und wir wollen mal in dem Video heute klären, ob das richtig oder falsch ist, ob die Einschätzung meiner Kollegen hier richtig ist und welche Meinung ich dazu habe. In dem heutigen Video gibt es sozusagen Pro und Contra oder Dinge, die ich neutral sehe, zur neuen A6700, der Hochleistungs-APS-C-Kamera von Sony. Aber ich habe mit ihr noch nicht gefilmt und fotografiert. Jetzt sagt ihr ja, was kannst du denn dann darüber sagen? Ja, ich sage euch erstmal, was mir an der Kamera gefällt, was mir nicht gefällt. Aber es ist noch geplant. Ein komplettes Einsteiger-Guide-Video, wo ich auch besonders mal aufs Menü eingehe und wie man die Kamera bedient. Dann ist natürlich geplant ein komplettes Vorstellungsvideo inklusive Bildqualitätstest und wir nehmen die Kamera auf die AF-Teststrecke in diesem Vorstellungsvideo und ich zeige euch, wie gut oder schlecht der Autofokus ist, denn auch das kann ich nur ahnen, darauf kommen wir gleich, aber ich habe es noch nicht getestet. Also das soll in einem großen Vorstellungsvideo kommen. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, jetzt dieses Vorstellungsvideo vor meinem Urlaub reinzupressen, denn ich möchte diese Kamera ausgiebig in meinem Urlaub testen, ja. Das heißt, da habe ich viel Zeit, da habe ich viel Lust drauf, auch damit unterwegs zu sein und ich möchte natürlich ein Video untermauern können mit guten Videoaufnahmen und Bildern, die ich gemacht habe und mit meinen eigenen Erfahrungen. Es bringt überhaupt nichts, jetzt hier irgendein Review runterzubeten, wenn ich noch gar keine Bilder und Videos dazu gemacht habe. Die Kamera habe ich übrigens selber gekauft. Wie gesagt, bei Foto Franz, gestern ist sie angekommen. Das ist immer das Schöne bei Sony, das war früher in der Firma, wo ich gearbeitet habe, ganz anders. Da hat man Neuheiten angekündigt und es hat ewig gebraucht, bis die endlich auf den Markt kamen. Wenn man einmal in dem Fahrwasser ist, kommt man da auch nicht mehr so schnell raus als Firma. Und das finde ich sehr positiv bei Sony. Ich weiß gar nicht, wie das bei anderen Herstellern ist, aber ich bin halt im Sony-Lager, deswegen habe ich da halt schon sehr viel bekommen und Erfahrungen gesammelt. Und da ist es halt so, die Kamera wird vorgestellt auf YouTube und 2 Wochen später oder 1,5 Wochen später sind die schon in den Shops. Das ist schon mal ziemlich cool. Außerdem ist noch ein drittes großes Projekt hier mit dieser nagelneuen A6700 geplant. Und zwar will ich eine Challenge mir selber auferlegen. Ich will nur bewaffnet mit dieser A6700 auf unsere nächste Namibia-Workshop-Reise gehen. Ich will alles mit dieser Kamera machen. Ich nehme keine andere Kamera mit, bis auf mein Smartphone. Also da könnt ihr auch drauf gespannt sein. Da werde ich auf jeden Fall mal noch ein Feedback-Video geben. Ich glaube, die nächste Workshop-Reise durch Namibia ist ja so im September, glaube ich. Die ist natürlich schon komplett ausgebucht, genauso wie die nächste Südtour. Aber für alle diejenigen, die das noch nicht gehört haben, wir haben demnächst, also jetzt buchbar, eine Nordtour mit Schwerpunkt Wildlife. Das heißt, wir fotografieren Tiere bis zum Abwinken, aber ich würde sagen 2/3, 1/3 Gewichtung, 1/3 auch wahnsinnige Landschaft. Wir sind in absolut krassen Unterkünften untergebracht und wir begeben uns auf die Suche der seltenen Wüstenelefanten. All das in der Nordtour, inklusive 6 Tage im Etosha Nationalpark. Also wenn du mit Marin und mir auf diese Fotoreise möchtest, dann melde dich doch mal unten unter dem Link an oder lest dir zumindest mal das Detailprogramm durch, denn das ist richtig, richtig krass. Ich würde sagen, es ist noch krasser als bei der Südtour und die ist schon extrem beliebt bei euch. Okay, warum ist die A6700 bei meinen Kollegen so ein bisschen schlecht weggekommen? Das liegt, glaube ich, zum einen an den zu hohen Erwartungen, die wir alle vielleicht hatten. Ja, es ging nämlich seit Jahren in den Foren das Gerücht um, dass irgendwann eine High-Class APS-C-Kamera von Sony kommt. Mit Stacked-Sensor und eine kleine A9 sozusagen. Und die sollte A7000 heißen. Und gekommen ist die A6700. Jetzt ist natürlich erst einmal zu klären und die Frage, ist denn das schon die High-End-Kamera, die Sony bringen wollte, oder kommt nicht
doch noch eine A7000 hinterher. Das wäre ja nichts Neues, denn bei der letzten Trilogie A6400 kam kurze Zeit später die A6100 und die A6600, die ich hier an dieser Seite stehen habe. Das heißt, es ist rein kostentechnisch natürlich nicht ganz unlogisch, wenn Sony dieses oder ein ähnliches Gehäuse nochmal verwendet für eine wirkliche High-End-Kamera. Also die Frage, die wir klären müssen ist, haben wir hier schon wirklich die High-End-Sony-Kamera in der Hand? Denn eine High-End-Kamera von Fuji, also die H2S zum Beispiel mit Stacked-Sensor, die kostet halt auch 2600 € und ähnlich teuer müsste ja dann die Sony sein. Diese kostet aber nur in Anführungszeichen, zum Preis kommen wir dann noch, wie ich den finde, 1650, 1699 sowas. Also ist ja erstmal die Frage, ist das überhaupt die High-End-Kamera und müssen wir dann enttäuscht sein? Wie gesagt, zu den Nachteilen kommen wir gleich noch, die ich hier schon sehe, aber ich sage auch alles, was ich an der Kamera toll finde. Also es geht auch vor allem darum, mit welcher Brille schauen wir auf die A6700. Schauen wir mit einer Brille eines Anfängers, der jetzt erst fotografieren beginnt und irgendeine APS-C-Kamera kaufen möchte und der möchte so viel für sein Geld wie nur möglich? Oder schauen wir mit der Brille, die ich aufhabe, dass ich schon ewig im Sony-Segment bin, zahlreiche Objektive vom E-Mount schon besitze und einfach nur ein Update von meiner bisherigen APS-C-Kamera möchte? Wenn ich mit dieser Brille schaue, dann, wir sehen gleich die Specs, ist die A6700 natürlich erstmal eine krasse Kamera, die ein riesiges Update ist zu den bisherigen. Und da bin ich nicht ganz der Meinung, dass da mal eben alles mit einer A6400 erledigt ist. Ja. Also dazu aber nochmal am Ende im Fazit. Jetzt kommen wir aber erstmal zu der allerwichtigsten Erkenntnis. Die Technik macht nicht eure Bilder. Es bringt überhaupt nichts, hier jetzt irgendwie das Weinen anzufangen und zu sagen, ah, Sony hätte das noch bauen können und das noch bauen können. Und das wäre ja auch noch viel besser. Und der Kunde gewinnt oder der Zuschauer gewinnt den Eindruck, hier handelt es sich um eine Kamera, mit der man keine guten Fotos machen kann. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich kann auch mit der A6400 herausragende Fotos machen. Die kostet irgendwie so 800 € und ist ähnlich groß. Ja, also es geht nicht darum, dass wir damit besser fotografieren. Deswegen verabschiedet euch so ein bisschen von diesem Technik-Nerd Gefasel, auch wenn uns das natürlich sehr viel Spaß macht, weil es unser Hobby ist und wir gerne Vor- und Nachteile vergleichen und wir irgendwie schon schauen wollen, was kriegen wir denn eigentlich fürs Geld. Aber Fakt ist eins, verabschiedet euch bitte von dem Gedanken, dass ihr dadurch irgendwie einen Deut besser fotografieren könntet. Die technischen Neuerungen in so einem Modell helfen uns natürlich schon, so ein bisschen schneller, so ein bisschen eleganter zum Ziel zu kommen, aber wir werden deswegen keine gefühlvolleren Fotos machen, denn da braucht die Kamera euch als Fotograf hinter der Kamera. Fangen wir zuerst einmal an mit den Pros, die ich hier sehe. Schauen wir mal ganz kurz aufs Gehäuse. Wie gesagt, heute nur ein kurzes Labervideo, demnächst ein großer Test. Jetzt schauen wir erstmal kurz drauf. Wir haben hier zum Vergleich die A6600 und was uns eben auffällt ist, dass die schon ein bisschen schlanker ist. Warum ist das so? Weil die neue Kamera natürlich 4K, nicht natürlich, ich hatte noch damit gerechnet, Sony bringt es fertig, jetzt 4K 60 hier reinzubauen. Das wäre schon ein Upgrade zur A6600, die kann 4K 30. Aber Sony ist einen Schritt weiter gegangen und sie bauen hier in dem Preissegment einmalig 4K 120p in diese Kamera. Das heißt, wir können ultra krasse, also 25%ige Zeitlupen in 4K abliefern. Mit einem kleinen Crop finde ich als Tierfilmer überhaupt nicht schlimm, denn umso näher bin ich dann am Geschehen dran. Wenn der Vogel vom Ast wegfliegt, da kann ich sowieso nie nah genug dran sein, deswegen freut mich der Crop eher. Also ist kein Nachteil für mich, generell für alle Wildlife-Fans sowieso nicht. Und deswegen brauchen wir einfach ein dickeres Gehäuse. Das ist jetzt halt einfach so. Ich finde, es ist aber noch verträglich. Es hat auch den kleinen Vorteil, dass es sich dann noch besser greift als die A6600 ohnehin schon. Natürlich dürfen wir uns aber nichts vormachen. Es handelt sich hier um die kleinste APS-C-Kamera. Natürlich geht es noch kleiner, also die A6100 ist natürlich noch kleiner, aber es handelt sich halt um die kleinste mit 4K 120 und das müssen wir halt einfach so festhalten. Und vor kurzer Zeit war es nach wie vor
ein wahnsinniges Problem, die Hitze, die bei 4K 120p entsteht, abzuleiten, und da brauchen wir einfach ein größeres Kühlelement. Deswegen ist das völlig unmöglich, das Gehäuse kleiner zu bauen, wenn wir auf 4K 120p gehen, und ich bin dankbar, dass Sony das getan hat. Wenn wir schon beim Überhitzen sind, Gerald Undone hat ja dazu schöne Tests gemacht und er hat festgestellt, dass die Kamera bei 4K 60 überhaupt nicht überhitzt und erst bei 4K 120 nach 18 Minuten überhitzt, und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Kein Mensch, also ich nicht, will am Stück 18 Minuten lang 4K 120 filmen. Das macht man immer nur kurz und sequenzweise für irgendwelche coolen Zeitlupen, die mal so 30 Sekunden höchstens gefilmt werden. Und aus diesen 30 Sekunden kann man ja dann mal 4 eine native 2 Minuten Zeitlupe machen. Also länger will das sowieso keiner. Wenn man dazwischen immer mal wieder stoppt, können wir den ganzen Tag so filmen. Also das ist nicht das Problem, und da bin ich schon sehr zufrieden mit den Specs, die ich schon hier bei Gerald Undone gesehen habe. Was gefällt mir an der Kamera ganz besonders? Wir haben hier erstmalig in einer Sony-Kamera einen rückwärtig belichteten APS-C-Sensor, der auch gleich nicht nur wie das Vorgängermodell 24 Megapixel hat, sondern 26 Megapixel. Den Sensor kennen wir schon aus der nagelneuen Filmkamera FX30. Da war mir natürlich sofort klar, den werden wir noch öfter sehen, diesen Sensor. Und das ist natürlich eine sehr erfreuliche Nachricht, und ich bin schon sehr gespannt auf die Bildqualität und ob der rückwärtig belichtete Sensor sich hier wirklich besser aufs Rauschen auswirkt, denn im Vollformatsektor hat man einen deutlichen Sprung nach vorne bemerkt. Also von daher bin ich sehr gespannt und mega happy, dass hier ein rückwärtig belichteter Sensor drin ist. Klar, es ist kein Stacked-Sensor, also Autofokusgeschwindigkeit erwarte ich so auf der Höhe von der neuen Sony A7R5, die auf meiner Autofokus-Teststrecke durch den neuen Prozessor schon richtig gut abgeliefert hat und besser als das Mittelklasse-Modell Sony A7 IV abgeschnitten hat, aber natürlich nicht so gut wie die A9 oder die A1 oder die Fuji H2S mit dem Stacked-Sensor. Natürlich gehört aber auch zur Wahrheit, dass Olympus OM1 auch einen Stacked-Sensor hat, und auch diese wäre mit Sicherheit, ich habe es noch nicht getestet, aber bin ich mir sicher, auch auf meiner Autofokus-Teststrecke eine Bombe. Aber ich bin gespannt, ob diese APS-C-Kamera auf dem Level der Sony A7R5 ist vom Fokus, denn die hat schon richtig gut vorgelegt auf der AF-Teststrecke, und wenn das der Fall wäre, dann wäre das eine echt coole Kamera auch für Vögel im Flug. Denn damit hätte ich dann mehr Ausbeute als mit meiner Sony A7 IV. Durch das Sony den neuen Prozessor der A7R5 hier reinspendiert hat, haben wir natürlich jetzt auch alle Vorzüge dieses Prozessors. Nicht nur den schnelleren Autofokus, sondern auch die ganzen Motivprogramme, die jetzt natürlich auch Insekten erkennen, Flugzeuge, Autos und sowieso Mensch-Tier. Aber diese ganzen Feinheiten haben wir natürlich jetzt mit reinbekommen, die von der A7R5 kommen. Also von der ganz teuren, ganz großen 60 Megapixel Vollformatkamera ist hier alles reingepackt worden. Wir haben das neue Menü, wir haben das neue Touch-Menü, was man so wischen kann, dass die Außenmenüs reinswipen. Also all das hat die Kamera natürlich bekommen, und natürlich ein wahnsinniges Highlight auch für mich als Makrofotograf. Endlich habe ich eine Sony-Kamera gekauft, weil die A7R5 habe ich mir nicht geleistet, die Focus Stacking an Bord hat, und da freue ich mich natürlich riesig drauf, mit euch zusammen da mal ein Video zu machen und auch hier die Vor- und Nachteile der Kamera zu beleuchten. Was mich auch freut, ist der neue Modusknopf. Ihr seht den hier. Also jetzt haben wir die Möglichkeit, und das erweitert natürlich die Knöpfe ungemein, denn jetzt ist Video und Foto getrennt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier natürlich viel mehr Knopfausbeute zu haben. Denn bei der A6600 war eben das Problem, dass der Video- und Fotomodus nicht getrennt war, und somit musste man sich die Knöpfe teilen. Also man kann ja alle möglichen Tasten mit Funktionen belegen, und da musste ich eben immer als Filmer und Fotograf hin und her switchen und hatte halt das Problem, dass ich die Funktionen so ein bisschen aufteilen muss. Jetzt mit dieser Trennung des Menüs haben wir die doppelte Masse an belegbaren Knöpfen. Viel mehr noch, es kann ja zum Beispiel auch der Aufnahmeknopf hier belegt werden. Also wenn ihr sagt, ich möchte hier keine Filmaufnahme haben, weil ich nicht filme, ja, dann könnt ihr hier drauf auch eine andere Funktion belegen. Also das ist auch neu dazu gekommen. Außerdem feiere ich natürlich extrem das frontseitige Blendenrädchen, das jetzt dazu gekommen ist. Das ist so viel wert, ja, weil wir haben ja jetzt die Möglichkeit, alle 3 Belichtungsfunktionen auf ein Rädchen zu legen. Das heißt, ich habe jetzt hier hinten dann einfach die ISO schnell im Zugriff, weil ich dieses Rädchen eben nicht mehr für die Zeit verschwenden muss, so wie es eben bei der A6600 noch der Fall war. Außerdem haben wir, wie wir das bei Sony gewohnt sind, ja nicht nur ein Drehrädchen, wie ich das immer bei anderen Kameras kritisiere, sondern wir haben natürlich hier auch einen Multifunktionsknopf mit 5 möglichen
beliebig belegbaren Tasten inklusive der Drehfunktion, die wir belegen können, sind es 6 Funktionen, die hier draufgelegt werden können. Und das ist natürlich hier schon wirklich, wirklich mega. Das ist ja bei anderen Kameras nicht so. Hier haben wir halt einfach 4 Knöpfe mehr, die wir programmieren können, weil ich das Drehrad auch drücken kann. Also das ist natürlich etwas, was ich mega feiere, dass hier vorne eben ein Blendenrädchen dazu gekommen ist. Denn damit, wie gesagt, habe ich jetzt hier endlich meine ISO drauf und ich kann so fotografieren, wie bei meinen Vollformat-Modellen. Was mich freut, ist, dass wir ein neues Display haben, das auch, ich habe es Marion mal hingehalten, ich habe ihr die A6600 hingehalten und die 700, habe gesagt, guck mal, welches findest du schärfer, welches findest du besser, und sie hat, glaube ich, unvoreingenommen abgestimmt und hat gesagt sofort, dass das Display der A6700 wesentlich schärfer und schöner ist, und es ist auch wirklich so. Es könnte zwar besser sein in der Auflösung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Quantensprung anschaue von der 6600 auf die 700 und ich brauche hier das Nachfolgemodell, einfach weil ich auch viel filme und ich brauche das neue S-Log-Profil, was da drin ist, dass ich einfach die Kameras untereinander besser abstimmen kann, wenn ich im Schnitt bin, dann ist es halt so, dass wir hier einen wirklichen Quantensprung im Display haben. Es ist jetzt nicht nur klappbar, sondern es ist auch ein 3:2 Display. Vorher hatten wir ja in der A6000er Generation immer ein 16:9 Display. Das hat dazu geführt, dass wir ein kleines Mäusekino hatten, wenn wir fotografiert haben, denn dann haben wir links und rechts schwarze Balken gehabt. Und das ist jetzt halt viel, viel besser geworden. Ihr seht das hier in der Vergleichsaufnahme schon einfach nur grob mal abgefilmt, wie gut das geworden ist. Also hier möchte ich auch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wenn jetzt wieder irgendwelche kommen und sagen, ja, die Auflösung, die Auflösung, ja, okay. Also ihr seht, das ist definitiv ein krasser Sprung nach vorne. Wenn das Display jetzt das Problem wäre, dann hätte ich ja mit der A6600 keine Fotos machen können, weil da war es ja wirklich grottenschlecht, ja, wenn wir das vergleichen. Der Sucher, den sehe ich eher so neutral, weder Vor- noch Nachteil. Er ist ein Tacken größer geworden, also das Sichtfeld ist ein bisschen größer geworden, er ist auch heller geworden. Also würde ich schon sagen, ziemlich schön, dass er sich ein bisschen verbessert hat. Aber die Auflösung, naja, die hat sich jetzt, glaube ich, nicht so weit entwickelt. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, es ist halt eine Kamera, die einen schmalen, schlanken Formfaktor behalten soll. Und wenn wir einen großen Sucher wollen, dann sind wir halt auch irgendwann wieder bei einem Vollformatgehäuse. Weil dann hat man halt hier wieder den Höcker drauf und dann, wenn ich es in den Rucksack stecke, ist es halt schon wieder um 2 cm breiter, wenn ich einen besseren Sucher möchte. Und Sony will ja gerade auch nicht hier eine Vollformat anbieten. Sony hat ja das Konzept, dass sie sagen, wir haben hier eine APS-C-Reihe, die ist schlank und die kriegt ihr toll in den Rucksack, und wir haben eine Vollformat-Reihe. Ja, okay, wir haben auch bei Vollformat die A7C, aber da ist der Sucher natürlich auch so ein bisschen schlechter, denn wenn wir eine kompakte wollen, ist das halt immer das, was als erstes kleiner werden muss. Und wenn ihr natürlich eine APS-C im Vollformatgehäuse kauft, so wie das Fuji ja anbietet, dann habt ihr auch den besseren Sucher, ganz klar. Aber dann habt ihr halt auch nicht diesen schlanken Formfaktor. Und das darf man halt dabei immer nicht vergessen, dass das Konzept von Sony ist, dass sie jetzt hier keine APS-C im Vollformatgehäuse bauen wollen, weil sie wollen ja auch noch die Vollformat verkaufen, und das muss ja Fuji nicht. Fuji will ja nur seine APS-C verkaufen. Ja. Also das ist immer ein bisschen schwierig zu vergleichen, und da finde ich das schon ein toller Kompromiss, denn ich habe ja als Zweitkamera meine Vollformat, und wenn ich einen tollen Sucher will, dann schaue ich halt durch die, und hier habe ich wenigstens einen Sucher dran. Ich kenne auch Modelle, da ist der weggespart worden, da habt ihr halt nur noch das Display, und ich schaue durch diesen Sucher tatsächlich gerne durch. Er ist größer geworden und er ist heller geworden. Auflösung könnte natürlich besser sein, das empfinde ich schon als Nachteil. Ein weiterer Vorteil für mich ist der große Akku. Nach wie vor haben wir hier, so wie ich das genossen habe bei der A6600, einfach weil ich auch viel filme, ja, wenn wir die Fotorally drehen, da ist es halt so, da läuft die Marion mit der APS-C rum, und da ist halt ein Akku, ein großer Akku, so wichtig. Natürlich, der mittlere Akku ist auch nicht schlecht von der A6400, ist natürlich auch eine Gewichtsfrage, die ist dann auch viel leichter, ja. Aber den FZ100 liebe ich halt einfach, weil ich habe ihn sowieso wegen den Vollformatkameras, und er hält halt einfach auch richtig, richtig lang. Kommen wir zum Preis. Der Preis ist meiner Meinung nach auch ein Vorteil. Skandal, wie kann das sein? Alle anderen haben doch gesagt, die ist viel zu teuer. Sehe ich anders. Es kommt wie gesagt wieder darauf an, mit welcher Brille wir da drauf schauen. Ja? Wenn ich mit der Brille darauf schaue, ich habe jetzt hier die A6600, die ist, keine Ahnung wie alt, 5 Jahre? Und die hat das gleiche gekostet. Ja, seitdem haben wir eine fette Inflation gehabt. Ich habe gestern mal meiner Familie hier dieses Bild geschickt. Ein Lidl-Einkauf 2017 mit denselben Produkten hat noch 25,77 € gekostet, und 2023 bezahlen wir dafür 10 € mehr. Das sind 36%, und ja,
Das ist die Inflation, die zugeschlagen hat, vor allem durch die teuren hausgemachten Energiekosten. Ich stelle erstaunt fest, die Kamera hat den Preis gehalten, ist aber um so viel besser geworden. Also theoretisch müsste man ja jetzt sagen, die Kamera ist doch viel, viel besser wie die A6600. Dementsprechend müsste sie doch eigentlich etwas teurer sein. Sie hat aber den Preis gehalten. Und das ist für mich mal eine wirkliche Ansage. Wenn ich es mal mit der Brille betrachte, finde ich die A6700 definitiv einen Preiskracher. Ein bisschen übertrieben, kein Preiskracher, aber sie hat einen guten Preis. Also wenn ich bereit war für die A6600 das auszugeben, dann bin ich es erst recht für die A6700, denn sie ist um so vieles besser geworden. Ja? Also sie kann ja das Fünffache, nicht nur das Doppelte, sie kann ja das Fünffache. Und von daher muss ich sagen, trotz der extremen Inflation, die wir hatten, hat sich der Preis gleich gehalten. Theoretisch hätte sie auch 100 € teurer sein können und man hätte gesagt, ja gut, wir hatten Inflation, muss man irgendwie verstehen. Aber sie hat den Preis gehalten. Alle Daumen nach oben. Wenn ich es natürlich mit einer anderen Brille anschaue und sage, kann ich das dem Einsteiger empfehlen? Gibt es denn da keine billigere Kamera? Dann kann ich sagen, doch, schau dir unbedingt auch mal die Fuji-Modelle an. Denn die Fuji-Modelle, die sind teilweise noch einen Tacken günstiger und kommt natürlich darauf an, welches Modell du kaufst. Und sie können aber das Gleiche oder noch mehr, in Klammern. Die X-T5 zum Beispiel, die könnte mehr, hat aber auch 42 Megapixel. Muss man immer überlegen, ob man das auf dem APS-C-Sensor überhaupt will. Wenn man das will, muss ich sagen, ja, dann ist das eine tolle vergleichbare Kamera, die auch einen viel besseren Sucher hat, aber sie ist halt auch größer und wir dürfen nicht vergessen, sie kann keine 4K 120p. Also da muss man ein bisschen differenzieren. Also wie gesagt, wenn du im Sony-Lager bist, ist das ein guter Preis. Wenn du erst einsteigst und dir überlegen musst, welche Kamera kaufe ich denn im APS-C-Segment und ich habe keine Kamera und ich möchte in ein System ganz neu einsteigen, dann gebe ich zu, gibt es auch vergleichbare, sehr gute Modelle, wie zum Beispiel die Fuji. Also unbedingt da mal reinschauen, wenn du noch gar keine Kamera hast und dann sauber abgleichen, was du wirklich möchtest. Bevor wir zum abschließenden Fazit kommen, kommen wir noch zu den Nachteilen, die ich hier finde. Und zwar habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, dass wir jetzt hier wieder die Wackelösen dran haben. Wie bescheuert ist das denn? Sony hat extra für seine Vollformatmodelle Ösen gebaut, die nicht mehr wackeln. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wieso jetzt hier die Wackelösen dran sind. Ich produziere doch keine zwei Ösen als Unternehmen. Ich produziere die eine Öse, dafür kann ich die aufstocken in der Stückzahl, dann komme ich wieder auf denselben Preis. Also das könnt ihr mir nicht erzählen, liebes Sony-Team, dass das jetzt so der Kostenfaktor war. Die gespannte Öse wird natürlich in der Herstellung ein bisschen teurer sein, aber dafür produziere ich ja mehr, wenn ich die für APS-C auch baue und dann müsste der Preis fast wieder der gleiche sein. Also da geht es ja wirklich nur um 1-2 Cent. Unverständnis. Also völliges Unverständnis für diese Wackelösen. Was ich auch natürlich ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass es nur einen SD-Kartenslot gibt. Hier hätte ich mir einfach gewünscht, dass man 2 SDs reinbaut. Natürlich, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, vielleicht hebt sich das Sony für das Topmodell auf. Das wäre wieder typisch. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen, firmenpolitisch mäßig. Aber natürlich eine kleine Enttäuschung, dass wir nur einen SD-Slot haben. Das hätte ich mir bei der A6700 schon gewünscht, dass wir hier eine zweite SD-Karte haben. Also da, ja, ne, müssen wir halt eine größere reinmachen, haben kein Backup. Wobei ich die Backup-Funktion meistens eh nicht nutze. Ich schreibe halt beide voll und ich hatte noch nie Datenverlust, Gott sei Dank. Ich verlinke euch auch gerne mal die Kamera, alles, was ich sonst empfehlen kann zu der A6700, aber auch die SD-Karten, mit denen ich schon lange glücklich bin. UHS 2 natürlich jetzt, das ist lobend zu erwähnen, aber halt nur ein Slot. Als weiteren Nachteil empfinde ich so ein bisschen, dass wir hier keinen Joystick haben. Ein Joystick ist halt schon ein sehr praktisches Tool, haben andere APS-C-Bodies auch drauf. Allerdings muss man auch hier wieder die Kirche im Dorf lassen, die sind halt dafür auch größer. Immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber man hätte zum Beispiel, wir haben ja hier wenig Platz, ja. Das heißt, dass Sony den Joystick nicht hier hinbaut, ist verständlich, weil dann würde man da ständig draufdrücken. Aber man hätte den AF-On-Knopf nicht unbedingt opfern müssen. Man hätte den nach oben hier hin switchen können, weil den erreiche ich hier immer noch ziemlich gut. Und hätte stattdessen hier einen Joystick hinbauen können. Also das wäre noch ganz nett gewesen. Ja, vielleicht heben sie sich das auch für das Topmodell auf. Und ich bin der Meinung, man hätte vielleicht das eine oder andere Knöpfchen noch spendieren können. Vielleicht mal hier vorne noch ein Knöpfchen, weil da kommt man ja, wenn man die Kamera so in der Hand hat, auch sehr schön mit dem Ringfinger drauf. Dann hätte man da noch eine programmierbare Taste gehabt. Das sind so jetzt im ersten Rutsch die Nachteile, die ich entdecke. Wie gesagt, ausführlicher bekommt ihr das in dem großen Vorstellungsvideo, wo ich auch dann den Autofokus-Test, Streckentest mache mit dem Vogel im Flug. Okay, bist du jetzt ruhig? Mein Handy klingelt schon wieder dauernd. Kommen wir zum Fazit. Ist das die beste APS-C-Kamera derzeit auf dem Markt? Nein, denn
Die Fuji H2S ist um Klassen besser, kostet aber auch über 1000 Euro mehr. Ja, oder, nee, 1000 Euro sind es genau. Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Die Fuji H2S ist besser. Also ist es nicht die beste APS-C-Kamera, aber die beste kompakte APS-C-Kamera und die günstigste APS-C-Kamera mit 4K 120p. Man könnte auch sagen, die Fuji X-T5 ist besser. Kostet ein bisschen mehr, glaube ich, ist aber irgendwo fast in der Preisrange, ist aber auch schon ein bisschen länger auf dem Markt, ist ein bisschen unfair, das zu vergleichen. Könnte man sagen, okay, dann ist die Fuji X-T5 noch besser? Ja, könnte man vielleicht mitgehen, die hat halt kein 4K 120p. Autofokus haben ja auch schon Leute geschrieben, dass sie da bei Sony zufriedener sind. Ich habe ja Fuji nicht so oft in der Hand. Da schätze ich oder da stufe ich die A6700 tatsächlich so ein bisschen stärker ein, mit Vorsicht zu genießen, aus der Ferne geschätzt, ja, und mit dem Feedback, das ich immer bekomme. Also ich würde aber trotzdem sagen, es ist die beste kompakte APS-C-Kamera auf dem Markt derzeit. Es gibt nichts Besseres und vor allem ist es natürlich ein Pflichtkauf, wenn du schon eine A6600 hast. Die schmeißt du halt dann auf eBay und kaufst dir mal was Neues, denn da liegen wirklich Welten dazwischen. Als Preistipp gebe ich dir unbedingt auch die A6400 mit, wenn du sagst, ich möchte eine günstige Zweitkamera haben für meine Fotografie. Ich habe Vollformat Sony und ich möchte eine Zweitkamera. Dann schau dir auch unbedingt die A6400 an, verlinke ich dir auch noch unten rein. Kostet irgendwie so 800, 900 Euro und die hat auch einen 24-Megapixel-Sensor. Der ist jetzt leider nicht rückwärtig belichtet, der ist auch nicht stabilisiert, muss man auch fairerweise dazu sagen. Wenn du einen stabilisierten Sensor willst, musst du die A6600 nehmen. Die hätte dann auch den großen Akku drin, ist aber preislich dann schon wieder ein bisschen unattraktiver. Dann würde ich lieber gleich die 6700 nehmen. Also günstiges Modell, auch gerade für den Einstieg, schön schlank, klein, A6400, alle Daumen nach oben, ist ein tolles Modell, aber vergleichbar mit der jetzigen Generation ist es nicht mehr. Also den Fehler würde ich nicht machen, zu sagen, kann nur auch unwesentlich mehr als die A6400. Das ist natürlich Quatsch, aber ihr macht deswegen keine besseren Fotos, da gehe ich wieder mit. Ja, also das Motiv ist natürlich entscheidend und welche Sprache, welches Gefühl das transportiert. Viel entscheidender als die Pixelzählerei. Wenn du neu einsteigst im APS-C-Sektor, dann schau dir auch unbedingt gerne mal die Modelle von Fuji an. Für mich war die Fuji natürlich jetzt keine Option, weil ich einfach zu viele Sony E-Mounts habe, zu viele Objektive habe im Sony E-Mount-Sektor und ich dann halt auch vom Color Grading, wenn ich hier die Kamera filmen lasse auf dem Kran und da vorne noch eine auf dem Stativ, dann will ich natürlich auch, dass das Farbprofil perfekt zusammen harmoniert und da ist natürlich für mich logisch die Konsequenz, hier auf eine A6700 zu gehen. Ich freue mich über das Focus-Stacking, ich freue mich über das tollere Display, ich freue mich riesig über das Fronträdchen, dass ich hinten jetzt endlich die ISO aufs dritte Rädchen legen kann und ich freue mich riesig über die 4K 120p. Und wie gesagt, der Preis ist fair in meinen Augen, wenn wir bedenken, dass vor der Inflation, die richtig massiv angezogen hat in den letzten Jahren, die A6600 das gleiche gekostet hat. Mir hat es gefallen, euch das mal im ersten Rutsch so vorzustellen. Schaut auch unbedingt zu meinen weiteren Videos rein, wo ich hier einen kompletten Einsteiger-Guide vorstelle zu dieser Kamera und wo ich sie mal komplett nur alleine nach Namibia mitnehme. Schaut euch die Namibia-Nordreise an, unten habe ich die euch verlinkt. Mich würde es freuen, euch dort mal begrüßen zu dürfen und Mario natürlich auch. Euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.